Hallo zurück zu einem neuen Vlog. Kleiner Spoiler, dieser Vlog ist eine wilde Reise durch alle Jahreszeiten gefühlt. Wir starten an einem Frühlingstag und ich würde sagen, wir springen direkt mal in meine letzten beiden Wochen. Immer rund um den Monatswechsel wird es so ein bisschen busy bei mir. Ich habe ja meist fortlaufende Retainer-Kunden. Bedeutet konkret, dass ich vor allem die Redaktionsplanung für Facebook und Instagram mache. Und mein Wunsch ist es immer, 4 Wochen im Vorlauf zu sein. Meist ist das leider weniger und deshalb gibt es meistens kurz vor Monatsbeginn nochmal so ein paar tausend Änderungen oder eben letzte Dinge, die gemacht werden müssen. Aktuell bin ich extrem hinten dran auf all meinen Projekten. Das nervt mich sehr und ich versuche da gerade wieder so ein bisschen in den Vorlauf zu kommen. Eigentlich schreibe ich immer dienstags meine Blogposts für Jenny Works, aber weil in dieser Woche mein Logbuch dran war, also mein Monatsrückblick, habe ich das Ganze am Mittwoch geschrieben, weil das der erste war. Dafür gucke ich mir immer meine Zeiterfassung an. Ich tracke meine Zeit ja immer mit Toggle und mache das sehr ausführlich und deshalb kann ich auch immer sehr gut sehen, in welchen Bereichen ich besonders viel gearbeitet habe, wie meine Projekte laufen, wie rentabel sie sind und einfach generell, worauf ich die meiste Zeit gearbeitet habe. Außerdem sammle ich in meinem Logbuch auch alles, was ich veröffentlicht habe im vergangenen Monat. Das heißt, sowohl auf meinem Jenny Works Blog als auch hier auf YouTube oder auf meinem anderen Blog oder meinem anderen YouTube-Kanal. Ich habe ja da so ein paar Accounts, auf denen ich manchmal Sachen veröffentliche und all das sammle ich im Logbuch. Ich finde das immer ganz schön, so zu sehen, was man dann doch in einem Monat so alles geschafft hat. Dann hatte ich ein ganz schönes Nachmittagstief. Mein Kater Gimli kam dann zur Rettung, aber der ist dann wieder verschwunden und ich dachte mir nur, komm zurück. Dann ging es für mich mal wieder ins Büro und ich habe mich um die Pflanzen gekümmert. Ihr seht vor allem hier in der Bildmitte die Calathea. Die hatte gar keinen Bock. Deshalb habe ich da die verwelkten Blätter abgeschnitten. Keine Ahnung, ob man das machen soll oder nicht. Jemand wird es mir in den Kommentaren sagen. Dann war auch schon Freitag und ich hatte morgens ein paar Termine, sowohl privat als auch beruflich. Und nachmittags war dann wie immer mein Admin-Blog. Also ich nehme jeden Freitagnachmittag Zeit, um so ein paar administrative Sachen zu erledigen. Darüber habe ich auch schon in meinem letzten Video gesprochen, in dem ich gezeigt habe, wie ich meine Woche plane. Und an meinem administrativen Freitagnachmittag nehme ich mir dann Zeit für die Beantwortung von E-Mails, die ich in der Woche nicht geschafft habe. Ich checke alle ausstehenden Rechnungen, also gucke, ist da was fällig, muss da vielleicht eine Mahnung rausgeschickt werden. Ich versuche, alle Belege und Rechnungen in Datev abzuladen und abzuheften. Dann checke ich meinen Downloads-Ordner und räume den auf, genauso wie meinen Desktop, also auf meinem Computer, digital und dann auch analog hier mein echter Schreibtisch und gucke einfach, dass der ordentlich aussieht, bevor ich dann ins Wochenende gehe. Auf jeden Fall wollte ich noch zeigen, was ich Tolles im Internet bestellt habe. Das ist hier nicht gesponsert, aber guckt bitte, wie süß Gimli auf seinem Sofa sitzt. Jetzt starten wir in die zweite Woche und an diesem Montag musste ich sehr früh ins Büro, denn ein Handwerker sollte kommen und die Klimaanlage warten. Um dieses gute Stück hier geht's. Während der Wartung musste die Anlage einmal so richtig Vollgas geben und runterkühlen. Ich habe sehr gefroren und war sehr froh über meinen warmen Tee und habe dann an diesem Vormittag Reportings erledigt, denn ich mache ja immer jeden ersten Montag im Monat die Reportings für meine Kunden. Das habe ich schon mal in einem Vlog ausführlicher gezeigt. Ich verlinke das hier mal. Und mit den Reportings ging eigentlich fast der ganze Vormittag drauf. Die Klimaanlage war dann fertig gewartet, wunderbar. Und ich bin wieder nach Hause, wo ich natürlich sehr sehnsüchtig erwartet wurde, wie man sieht.
und habe da einfach noch ein bisschen weitergearbeitet. Übrigens steht auch Mero das Sofa wunderbar, wollte ich nur noch mal zeigen. Ich finde, das ist eine wichtige Information. Am nächsten Tag stand dann so ein bisschen Buchhaltung an. Neuer Monat bedeutet ja auch Umsatzsteuer und da habe ich fleißig Belege zugeordnet. Ich hasse diese Aufgabe, aber gut, was soll man machen? Muss eben sein. Die meisten Belege kriege ich per E-Mail. Es gibt aber immer so ein paar, die ich natürlich auch einscannen muss. Und jeden Monat nehme ich mir vor, das immer zeitnah zu machen, wenn ich irgendwo was kaufe. Jeden Monat scheitere ich daran und ärgere mich dann genau in diesem Moment. Aber gut. Dann habe ich meinem Steuerberater Bescheid gegeben, dass die Belege zugeordnet sind und er dann also die Umsatzsteuererklärung machen kann. Trotz Regenwetter mache ich immer noch meine tägliche Mittagsrunde. Also hier seht ihr mich durch den Regen laufen. Es war wirklich richtig mistiges Wetter. Ja, der Mittwoch startete einfach mit Schnee. Es hat dann im Laufe des Vormittags noch richtig viel geschneit. Also als ich beim Büro ankam, war wirklich alles weiß und ich musste erstmal Schnee schippen, gar kein Bock. An diesem Meeting-Mittwoch hatte ich mehr Telefonate und Termine als sonst, 5 Stück, und ab dem Nachmittag habe ich zusammen mit einer anderen Agentur an einem Projekt gearbeitet. Ich bin dann nach allen Terminen nach Hause gegangen und habe von dort aus das Konzept erstellt. Da ging es um ein Community-Management-Konzept und das Ganze hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, bis spät in die Nacht hinein. Deshalb habe ich mir am nächsten Tag freigenommen und habe daher kaum was gefilmt. Das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit. Man kann sich alles so legen, wie man will. Und am Freitag habe ich auch nichts gefilmt. Deshalb endet der Vlog hier und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem anderen Video.